Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute will ich euch ein bisschen von unserem Urlaub im Heiligen Land erzählen. Wir waren dort für eine Woche, es ist auch schon ein Weilchen her, aber es war so spannend, dass ich dachte, ich erzähle euch trotzdem ein bisschen was darüber. Wir sind morgens früh mit dem Reisebus zum Flughafen gefahren. Von dort sind wir nach Wien geflogen, um dort in den Flieger nach Tel Aviv zu steigen. In Tel Aviv gab es dann Passkontrollen, aber leider keine Stempel für den Reisepass, sondern nur Einlageblättchen. Vor dem Flughafen haben dann schon unser Guide Shipley und der Busfahrer gewartet, mit denen wir die nächste Woche das Land erkundet haben. Wer ist eigentlich der Busfahrer? Auf dem Weg zum Hotel haben wir dann noch eine kleine Stadtrundfahrt durch Tel Aviv gemacht. Wie viel davon aber geplant war und wie viel verfahren, wissen wir nicht. An Tag 2 wurden wir per Weckanruf geweckt. Nach dem Frühstück sind wir dann noch kurz ans Meer gegangen und haben unsere Füße ins Wasser gehalten, bevor wir dann mit dem Bus ziemlich genau an der Küste nach Caesarea gefahren sind. Dort haben wir dann römische Ausgrabungsstätten besichtigt. Die waren ziemlich ähnlich wie die in Italien oder Deutschland. Aber der Ausblick, der war ziemlich gigantisch, denn man guckte direkt aufs Meer. Mit dem Bus sind wir dann weiter nach Akko gefahren. Dort gab es gemeinsames Mittagessen. Im Endeffekt waren es Teigtaschen, die man selber befüllen durfte. Das meiste davon war echt lecker, aber es gab auch manche Sachen, die mir nicht so geschmeckt haben. Dann nach dem Mittagessen waren wir noch in einer Moschee, wo die Frauen ihre Köpfe bedecken mussten. Danach sind wir noch zu einem Park gelaufen, wo man auf den Spuren der Kreuzritter unter der Stadt entlanglaufen konnte. Mit dem Bus sind wir danach noch zum See Genezareth gefahren, wo wir jeweils zu zweit einen Bungalow direkt am See hatten. Am dritten Tag sind wir auf die Golanhöhen gefahren. Dort war es sehr neblig und wir sind nicht ausgestiegen. Im Anschluss sind wir dann zu einer der Jordanquellen gefahren. Dort haben wir aber kein Wasser abgefüllt, sondern nur die schöne Landschaft genossen. In Kapernaum waren wir dann noch auf dem Berg der Seligpreisungen. Dort gab es eine echt hübsche Anlage von Franziskanerinnen und eine Kirche. Bei der Brotvermehrungskirche haben wir dann noch einen Abendmahlsgottesdienst unter freiem Himmel mit Blick auf den See Genezareth gefeiert. Das war echt schön. Nachmittags waren wir dann noch auf dem See Genezareth Boot fahren. Dort gibt es nämlich eine Stelle, wo ein Boot aus der Zeit Jesu gefunden wurde und nach dessen Vorbild jetzt Boote gebaut werden, die aber einen Motor haben. Auf so einem Boot haben wir die Atmosphäre auf dem See genossen und konnten sogar eine Zeit lang ohne Motor auf dem See treiben und die Stille genießen. Am vierten Tag habe ich den Weckruf zwar entgegengenommen, aber einfach weitergeschlafen. Wir waren trotzdem noch pünktlich beim Frühstück und sind dann mit gepackten Koffern nach Bethlehem aufgebrochen. Auf dem Weg waren wir dann noch auf dem Berg Tabor. Dort gab es eine tolle Aussicht und witzige Verbotsschilder. Außerdem waren wir dann noch bei der Taufstelle Jesu, die gerade aber wegen Überschwemmung geschlossen war. Mittagessen gab es in Jericho. Nachmittags waren wir dann im Tal Kito. Dort sind wir eine Teerstraße ins Tal gelaufen und haben uns von außen ein Kloster angeschaut, was total in den Berg gebaut war. Ziemlich faszinierend. Nach dem Abendessen in Bethlehem, wo wir auch unsere Zimmer bezogen haben, ist ein Teil der Gruppe zu einer Nachtfahrt nach Jerusalem aufgebrochen. Wir waren dort auf dem Ölberg, an der Klagemauer, beim Parlament, im orthodoxen Viertel und wir haben die Stadt schon mal auf uns wirken lassen, bevor wir sie dann am 5. Tag bei Licht angeschaut haben. Am Tag waren wir wieder auf dem Ölberg und haben die typische Aussicht auf Jerusalem genossen. Zu Fuß sind wir dann durch das Löwentor gelaufen und haben die Via Dolorosa beschritten. An der Grabeskirche war es total voll, sodass wir sehr, sehr lange warten mussten. Den 6. Tag haben wir mit einem Besuch im Souvenirshop in Bethlehem begonnen. Dort gab es jede Menge Sachen aus Olivenholz. Im Anschluss waren wir in Yad Vashem, einer Holocaust-Gedenkstätte mit Museum. Danach waren wir noch im Israel-Museum. Dort gibt es ein Modell von Jerusalem zur Zeit Jesu und alte Schriftrollen mit Abschriften der Bibel. Zum Mittagessen waren wir wieder in Bethlehem, bevor wir zur Geburtskirche gefahren sind. Dort mussten wir mal wieder recht lange anstehen und durften dann den Stern anfassen, der die Stelle markiert, wo Jesus vielleicht geboren wurde. Für den 7. Tag war ein Ausflug ans Tote Meer geplant, aber vorher waren wir noch auf Masada, einer Bergfestung im römischen Stil, die nie eingenommen wurde. Auf den Berg führt inzwischen eine Schweizer Seilbahn.
Im Anschluss waren wir noch in dem Nationalpark En-Gedi, wo es einen Wasserfall gab, zu dem wir gelaufen sind. Danach sind wir endlich zum Toten Meer gefahren. Dort waren wir schwimmen, das war schon eine echt krasse Erfahrung. Es hat sich irgendwie angefühlt wie Wasser mit einer Ölschicht, aber wenn man nicht richtig aufgepasst hat, waren plötzlich die Füße über Wasser. Am letzten Tag, dem 8. Tag, sind wir in einen Ort gefahren, der ein Emmaus-Ort sein könnte. Dort gab es ein sehr schönes Kloster mit Garten. Danach sind wir noch nach Jaffa gefahren, ein hübsches Fischerdorf, wo sich Jona vermutlich ein Boot gesucht hat, um nicht nach Ninive zu müssen. Dort gab es auch einen schwebenden Baum. Mittags sind wir dann nach Tel Aviv zum Flughafen gefahren und haben die Sicherheitsbefragung absolviert, bevor wir dann zum Gate gelaufen sind und auf den Flieger gewartet haben. Vielleicht noch ein kleines Fazit. Die Reise war echt schön und auch wenn die 8 Tage wirklich anstrengend waren, haben sie sich gelohnt und echt Lust auf mehr gemacht. Man kann natürlich in 8 Tagen nicht alles sehen und das war jetzt auch nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir alles gesehen haben und was mich beeindruckt hat. Denn ich glaube, es ist schon ein echt faszinierendes Land, wo man viel entdecken kann und auch viel lernen. So, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ansonsten verlinke ich euch hier noch 2 Videos. Einmal das aus Israel mit den bewegten Bildern. Auf der anderen Seite gibt es noch ein Video, was euch YouTube vorschlägt. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.